Premiere in Saarbrücken, der brandneue L200. Ja, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass dieses Fahrzeug mit Allradantrieb und wirklich einer Anhängelast von über 3 Tonnen und einer Stützlast von weit über 100 Kilo zu einem Preis beginnt von etwas über 30.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, ja, dann werden Sie bestimmt fragen, kann das denn wahr sein? Zumal er hat eine CO2-Effizienzklasse C, also hat noch einen sehr sparsamen Motor mit unter 8 Litern Durchschnittsverbrauch. Ja. Stell ich noch mal kurz vor. Hallo, Thomas Reiter vom Autohaus Reiter. Ja, da ist er, der neue L200. Es ist ein absolutes Preiswunder, muss man sagen. Das ist ein Arbeitstier. Den kaufen aber auch Leute, die zum Beispiel jetzt im Pferdesport sind. Ja, sicher. Der L200 ist ja bekannt. Den haben wir schon viele Jahre im Programm, wurde immer weiterentwickelt. Ist jetzt also neu rausgekommen. Entspricht auch den neuesten Abgasnormen mit AdBlue. Also sehr schadstoffarm und auch sehr sparsam vom Verbrauch und ist für alle geeignet. Für den Handwerker, der was ziehen muss zum Arbeiten, genauso wie für einen Reitsportler, der sein Pferd ziehen will mit Anhänger oder wenn jemand ein Boot ziehen will. Also der ist überall allround-mäßig einzusetzen. Ja, er ist sehr, sehr gefragt, was als Gebrauchtwagen angeht. Man muss dazu sagen, das Auto kostet oder beginnt ab 30.000 Euro. Er hat serienmäßig 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 Kilometer. Da gibt es also nochmal Details hier auf der Seite von Mitsubishi, da ist das genau erklärt. Man muss natürlich die Intervalle einhalten, die sind aber harmlos beim Nutzfahrzeug. Wie sind die? Ja, die Intervalle sind wie bei den anderen Fahrzeugen auch, sind einmal im Jahr alle 20.000 Kilometer, das hält sich alles im Rahmen. So, ich habe sehr große Bodenfreiheit, wir haben ihn aus Spaß mal gerade eben so halb mal hochgefahren. Das ist ein ganz modernes Fahrwerk. Ich habe hinten natürlich aufgrund der Last, die der auch ziehen kann, habe ich Blattfedern, die sind extrem, ich sag mal, belastbar. Hier sieht man auch noch den Allradantrieb, das ist richtig professionell, aber vorne, da ist ein ganz modernes Fahrwerk drin. Ja, vom Fahrwerk her ist er also sehr Pkw-ähnlich, das heißt also man hat also hier ein Fahrzeug, das man auch ganz normal auf der Straße bewegen kann. Ist also vom Fahrkomfort her wirklich optimal. Die Blattfedern beim Pickup machen Sinn halt eben, wenn man eine Zuladung hat. Man will die auch laden oder ziehen, dann ist er einfach von der Zuladung her, macht das Sinn. Ja, wir reden hier über eine Stützlast, glaube ich, von 125 Kilogramm. Stützlast sind 125 Kilogramm und eine Anhängerlast von 3,1 Tonnen. Das ist wichtig, denn in der heutigen Zeit ist das Gesamtzuggewicht natürlich auch noch ein Thema, was dazu kommt. Aber hier sind wir schon in der oberen Liga. Das heißt, hier kann ich dann wirklich meine Pferdeanhänger ziehen oder ich kann als Fensterbauer oder Gartenbauer kann ich meinen Anhänger ziehen ordentlich. Ja, sicher. Hat halt eben die Ladefläche halt eben als Pickup. Gibt auch ein sehr vielfältiges Programm für das Fahrzeug. Also Hardtop, Abdeckungen, Ladewannen. Da ist also rundum alles lieferbar. Gibt verschiedene Systeme mit Anhängerkupplungen. Die klassische Anhängerkupplung mit Kugelkopf. Gibt auch ein Wechselsystem für sogar einen Zugmaul zu montieren. Also der ist sehr, sehr vielseitig. Den L200 gibt es ja schon, kann man sagen, seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und der wurde immer stetig weiterentwickelt. Also das Programm ist sehr, sehr umfangreich. Ja, ist sehr sparsam. Wir werden gleich mal auf die Verbrauchsseite eingehen. Wenn du mal so lieb bist, hinten mal aufmachst. Der hat jetzt eine Rückfahrkamera mit drin. Das ist Sondermodell. Das ist ein Sondermodell, das ist eine Intro-Edition. Es gibt auch ein sehr breit gefächertes Programm. Gibt also wirklich günstige Einstiegsvarianten für den Handwerker, der wirklich nur arbeiten will. Hier liegt so um die 40, gell, brutto? Der liegt brutto so bei 38, da ist aber hier noch eine Aktion dabei. Also wir können da gute Angebote für so Fahrzeuge machen. Einfach anfragen. Anfragen, das ist halt eben sehr, sehr große Bandbreite. Ja, hier sieht man den Laderaum. Die ist sehr belastbar, muss man sagen. Also ich habe die Werte jetzt nicht, aber da kann man locker auch die Kante belasten, richtig? Ja, die Ladekante kann man auch belasten. Dementsprechend, also das ist schon stabil in dem Fall. Aber man sieht die Ladefläche, das hier ist jetzt die Double-Cap-Version. Das heißt, das ist ein Viertürer mit einer in Anführungszeichen etwas kleineren Ladefläche. Es gibt auch den 1,5-Kabiner, den Club-Cap. Dann ist die Ladefläche größer. Dafür habe ich aber im Innenraum auch etwas weniger Platz. Das kann jeder individuell entscheiden, weil so habe ich hier einen ganz vollwertigen 5-Sitzer, wo ich auch mehr Personen mitholen kann. Da gibt es auch Wannen, nehme ich an, für innen, die auszulegen. Also da gibt es Zubehör ohne Ende. Ja, Zubehör gibt es in dem Fall ohne Ende. Es gibt also klassische Wannen, wo man rausholen kann. Es gibt ein Beschichtungssystem. Es gibt Aluminiumverkleidung, wenn man das mit Aluminium ausschlagen will. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Fahrzeug wird weltweit vertrieben, muss man dazu sagen. Es kommt aus einem Gebiet, wo viele Pickups auch verwendet werden.
werden. Das ist sehr, sehr robust und ihr habt überhaupt keinen Ärger. Ich meine, ihr gebt 5 Jahre Garantie drauf. Gibt es da Ärger mit dem Auto, Motor, Fahrwerk? Nee. Das Auto ist also wirklich von der Warte aus, auch wenn viele Handwerker das Auto täglich im Einsatz nutzen und er hart drangenommen wird, also die Autos macht ihm nichts. Macht ihm nichts aus. So, der hat da eine riesen Bodenfreiheit. Ich zeig's mal gerade hier. Wir haben ihn jetzt extra mal so ein bisschen verschränkt hingestellt. Das ist schon hart, oder? Ja klar, das ist jetzt noch harmlos, da könnte man eigentlich noch mehr machen. Ja, wir halten mal ganz kurz hier drunter, da ist das Allradsystem. Auch das, ich sag mal, ist in der Garantie natürlich mit drin, 100.000 Kilometer, aber die halten und halten und halten. Ja, die sind vom Allrad her, machen die keinen Stress, also die sind zuverlässig, die sind also belastbar, mit dem Auto kann man schon richtig was anstellen. Ja, ist sehr schick. Du hast mir eben erwähnt, PKW-mäßig, mach mal bitte auf, dann gucken wir mal rein, dass wir den mal sehen. Das ist schon so, dass auch die Innenraumkulisse ist sehr leise. Ja, also er ist vom Geräuschniveau her sehr leise, läuft wie ein ganz normaler Diesel vom Motor her. Also da kann man auch mal damit in Urlaub fahren oder weite Strecken. Jetzt haben wir hier die Automatikversion, sogar mit Schaltpedals am Lenkrad, also wie im PKW. Man hat nicht das Gefühl, dass man hier jetzt im Pickup oder in Anführungszeichen im LKW sitzt. Ja, auch das, ich sag mal, das Gefühl, wenn man drin ist, ist sehr hoch, wie fast wie im Bus, oder? Naja, nicht gerade, aber ist schon eine erhöhte Sitzposition, also sogar noch vielleicht ein bisschen höher wie bei manchem SUV, mit Sicherheit. Ja. So, okay, wenn du mal kurz hinten aufmachst, so das mal sehen, das ist natürlich auch für die Arbeiter auf der Baustelle, da könnte ich aber auch am Wochenende mal die Kids mitnehmen auf dem Fußballplatz oder wenn ich jetzt Mountainbiker bin, ein paar Mountainbikes hinten drauf, ein paar Freunde. Ja, da kann man, wie gesagt, von der Freizeitgestaltung her kann man das Auto genauso einsetzen wie der Handwerker, die halt eben dann auf die Baustelle fahren. Logisch. Ja, Thema ist ja immer große Autos, großer Spritverbrauch. Ich zeige Ihnen mal die Verbrauchswerte. Denn da hat sich Mitsubishi einiges ausgedacht. Der Wagen hat ein sehr hohes Drehmoment, hat 150 PS in der neuen Version. Ja. Macht richtig Spaß. Durch die Automatik habe ich natürlich ein sehr, sehr schönes Fahren. Hier stehen 7,9 Liter CO2-Effizienzklasse Nummer C. In den meisten Fällen, ich sag mal, verkauft ihr das wirklich an Handwerker und natürlich an Leute, die jetzt, ich sag mal, im Reitsport sind, oder? Ja, Reitsport ist halt eben, sage ich mal, ist das Auto prädestiniert. In erster Linie Leute, wo vom Hobby her ein Auto brauchen für zu ziehen, wo einfach halt eben auch die Ladefläche brauchen, für was zu transportieren. Dafür ist das Auto eigentlich prädestiniert. Ja, wir steigen gleich mal an, schauen uns das mal an. Die Lichtanlage, LED-Tagfahrlicht mit drin. Er hat auch ziemlich moderne Assistenzsysteme mit drin. Dort vorne sind Kameras mit eingebaut. Ja, also hat er also Assistenzsysteme, sage ich mal, wie man sie vom PKW her kennt. Da muss man in dem Fall bei so einem Fahrzeug auf nichts verzichten. Es sind die Kleinigkeiten im Innenraum, die wirklich Spaß machen. Zum Beispiel ein ganz großer Handgriff, bei dem ich mich natürlich gut festhalten kann beim Einstieg. Und ich habe ein tolles Entertainment-System mit DAB+ und kann Apps vom Handy, also ein richtiger PKW. Innen drin, Motor läuft gerade, man hört fast gar nichts. Ja, innen drin von der Geräuschkulisse ist also sehr ruhig. Also da merkt man keinen Unterschied zum zum Diesel, wenn man im normalen PKW-Bereich ist. Mhm. Hier vorne habe ich natürlich auch die Systeme. Jetzt sieht man auch hier vorne, ich bin nicht angeschnallt auf der rechten Seite. Das wird direkt mal angezeigt. Und ja, ich habe eine Klimaautomatik mit drin. So das Wichtigste, ich habe einen Parksensor mit drin, aber wir gehen mal ganz kurz auf das Thema Allrad ein, denn das Fahrzeug ist voll geländetauglich. Ja, ist in dem Fall voll geländetauglich, aber hat auch ein Allradsystem. Mitsubishi hat ja viel Erfahrung über die Jahre mit Allrad. Das heißt, ich kann das Fahrzeug einmal mit einem permanenten Allrad fahren, wenn ich möchte. Das ist der Modus 4H. Ja. Genauso kann ich aber auch, wenn ich will, das Fahrzeug nur mit Hinterradantrieb fahren. Dann kann ich den praktisch abschalten, wobei Hinterradantrieb allein macht nicht so viel Sinn. Von der Traktion, von allem her, würde gehen. Ist definitiv der permanente Allrad ohne Verspannen, macht definitiv bei so einem Pickup immer Sinn zu fahren. Ich kann aber dann sogar den Allrad sperren. Das ist die Position hier. Da geht auch hier so ein gelbes Licht in dem Display an. Ja, ich zeige das mal gerade. Das heißt, da ist jetzt, die sind jetzt entsprechend getrennt. Das heißt, der läuft komplett linear zum Motor? Naja, das hat dann, in dem Fall wird die Kraftverteilung ist eine Sperre drin. Das heißt also, der hat keinen Ausgleich mehr. Ja. Dann verwindet er sich zwar mehr auf trockener Straße, aber auf Schnee oder im Gelände hat man halt eben die volle Traktion und dann kann man noch zusätzlich einen Untersetzer einschalten. Dann ist er also von der Geschwindigkeit her kann man also nicht mehr so schnell fahren. Aber hat er halt eben Power, maximale Traktion.
Und dann kann ich sogar noch hin, das Differential kann ich sogar hin noch sperren. Das ist der Schalter hier, wo man das Rear Differential sperren kann. Und dann kann ich wirklich im Gelände wirklich ganz extrem oder auf einer nassen Wiese zum Beispiel, wenn man im Pferdesport unterwegs ist, kann man auch mit dem Auto dann noch seinen Pferdehänger ziehen. Also von der Warte aus bietet er alle Möglichkeiten von Komfort auf der Straße bis zum groben Gelände. Mhm. Arbeitstier, ja, der wiegt ja einiges. Was ist Bergabfahren? Wie funktioniert das? Ja gut, Bergabfahren hat halt eben jetzt in dem Fall hier durch die Automatik, kann man einmal über die Schaltwippen runterfahren. Ansonsten hat er also alle Assistenzsysteme hat er in dem Fall, wo man irgendwo für brauchen kann. ABS und die ganzen Sachen sind selbstverständlich bei dem Auto. Ja, Airbags mit drin. Das ist so, ich meine, wir reden ja immer noch von einem Arbeitstier, muss man dazu sagen. Sitzheizung ist eingebaut, hier sind überall, ich sag mal, Anschlüsse. HDMI ist mit eingebaut, das ist ja witzig. Und ich hab alles da am rechten Fleck. Er ist sehr leise, also wenn du mal kurz zurückfährst, ich bin mal sehr gespannt, wie so das Geräusch ist. Da ist die Rückfahrkamera. Natürlich auch praktisch, eine Rückfahrkamera. Ja, Rückfahrkamera bei so einem Auto. Ist bei der Größe ist natürlich schon praktisch, weil er halt eben dann doch, hat auch Parkpiepser in der Version, in der Ausstattungsvariante. Also man kann auch damit in die Stadt fahren. Klar, also großes Auto, vom Parkplatz her muss man schon gucken, aber der fährt sich durch den kompakten Wendekreis, den er hat. Der hat einen sehr kleinen Wendekreis. Ist auch handlich für in die Stadt reinzufahren, gar kein Thema. Genau, wenn du so lieb bist, mal gerade nach vorne fährst, wir fahren mal gerade runter, dann sag ich mal, wir stehen jetzt hier oben oberhalb. Ich will nur mal gerade mal das Geräusch mal hören beim Anfahren. Ich selber fahre ja einen Bus. Gucken, wie es ist. Also im Vergleich zum VW-Bus ist er mit Sicherheit vom Geräusch her nicht lauter. Nee, er ist sogar ein bisschen leiser. Ja. Nee, schön. Das gefällt mir sehr gut. Was toll ist, Digitalradio mit drin. Also hat wirklich das Neueste mit drin. Und er ist ziemlich schick im Innenraum. Also ich habe hier Becherhalter mit drin. Also nicht so ganz so, sage ich mal, problematisch wie Fahrzeuge, die es vielleicht seit 40, 50 Jahren. Der Preis ist ja entscheidend. Ich meine, man muss sagen, wir haben ein Auto mit 5 Jahren Garantie, was bei 30.000 Euro brutto beginnt, jetzt in der Aktion. Wie geht denn das? Ja gut, Mitsubishi hat sich ja schon ein paar Gedanken gemacht. Da ist auch eine Aktion von Mitsubishi dabei, die wir jetzt anbieten, für das Fahrzeug einzuführen. Aber wir wollen auch hier ein Fahrzeug anbieten mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, zu dem Preis gibt es bei deutschen Herstellern einen Kleinwagen, sage ich mal, mit einer schönen Ausstattung. Hier bekomme ich einen kompletten Pickup, den ich fürs Gewerbe nutzen kann, den es so in der Form auch weltweit gibt, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn ich mal die große Tour machen möchte durch Russland, kriege ich dafür Service. Der ist extrem verbreitet, muss man sagen. Oder? Ja gut, das Auto wird weltweit verkauft. Also ich sage mal, der ist überall bekannt, ob in Amerika oder in Russland oder in Europa. Also das kriege ich Ersatzteile, Service überall. Ersatzteile ist da in dem Fall kein Problem. Genau. Ja, da ist er, der Comrail, DID, sehr sparsam. Also bei dem Fahrzeuggewicht dann bei unter 8 Litern zu landen. Wie ist das denn so in der Realität? Ist das jetzt ein Liter mehr, kann man sagen? Oder kommt man damit hin? Na gut, es kommt auf die Fahrweise an. Ansonsten das Fahrzeug ist hier auch nach dem neuesten WLTP-Verfahren getestet worden. Ich sage mal jetzt Werte im Alltagsverkehr, sage ich, behaupte ich mal, kann man so ein Auto mit um die 9 Liter kommt man da schon klar. Ja, ist alles mit drin. Also ein richtiges Arbeitstier, da kann ich dann auch mal durch einen Schlamm fahren. Ich sag mal so, der Ansaugstutzen, der ist hochgelegt, aber es gibt unglaublich viel Zubehör. Das heißt also, ich kann das Fahrzeug ausrüsten. Ich hab im Zubehör mal gesehen, da gibt es Seilwinden für. Man kann das also wirklich sich richtig schön machen, wenn man das möchte. Ja, klar. Einmal schön machen oder wenn man wirklich was arbeiten will. Halt eben also von einem Frontschutzbügel über Seilwinden, über andere Bereifungen, die noch mehr fürs Gelände gedacht sind, gibt es also alle Möglichkeiten, das Auto umzurüsten. Also da gibt es unendlich viel Zubehör für das Auto. Also der Preis ist heiß, beginnt ab knapp 30.000 Euro, also um die 30.000 Euro brutto, inklusive Mehrwertsteuer. Das Thema Leasing ist natürlich ein Thema, Entzahlungnahme, das habt ihr alles, aber diese schönen Felgen, sind die bei der kleinen Version auch dabei? In der Art jetzt nicht, also die hier Felgen sind jetzt den Intro-Modellen vorbehalten oder der bisschen teurer ist. Der bisschen teuren oder der höheren Ausstattungslinie, aber das ist auch, man hat ja innen drin gesehen, alles sehr, sehr Pkw-ähnlich gemacht. Das heißt also, man fühlt sich auch dementsprechend wohl in dem Auto. Ja, man gewöhnt sich auch relativ schnell dran. Ja, wenn ihr Lust habt, fahrt am besten mal Probe. Der Reiter, der hat mir auch zugesagt, also er hat hier die Möglichkeiten,
im Gelände auch mal wirklich mit den Leuten mal rauszufahren, dass man das mal testen kann. Aber es gibt nicht viel zu erwähnen. Die Fahrzeuge sind getestet. Der wird schon wie lange gebaut, der L200 ungefähr? Der L200 ist schon auf dem Markt seit Mitte der 80er Jahre. Okay, also ein echtes Arbeitstier. Ein echtes Arbeitstier, wie gesagt, aber die meisten Kunden nutzen so ein Fahrzeug eher auch für auf die Straße. Dementsprechend hat man auch hier diese schönen Ausstattungsvarianten rausgebracht, um halt eben auch einen gewissen Fahrkomfort zu haben. Also es ist ein Weltenunterschied zu den ersten L200, wie die rauskamen. Da waren das wirklich noch richtige, in Anführungszeichen, LKWs, das hat man auch gemerkt. Aber hier mit dem fahre ich genauso in Urlaub wie mit dem Pajero. Also da habe ich keine Abstriche in dem Fall. Ja, ist richtig schön. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Du bist schon unglaublich lange Mitsubishi-Partner, gell? Ja, Mitsubishi machen wir schon, oder ich mache Mitsubishi schon seit 85 in Redingen-Siersburg, in meinem Stammbetrieb, wo ich herkomme, und dann halt eben hier in Saarbrücken seit 2005. Also wir sind mit Mitsubishi schon sehr, sehr lange unterwegs. Sag mal, ist das Fahrzeug, was es auch von einem Hersteller gibt aus Deutschland? So ähnlich? Nee. Das ist nicht der, aber er sieht so ein bisschen aus. Ich habe letztes Mal einen gesehen, wo die Leute tatsächlich 45, 50, 60.000 Euro investieren. Er sieht unglaublich modern aus. Also, ich sag mal, der Hersteller, den du da jetzt so im Hintergedanken ansprechen tust, das war so eine Geschichte, wo wir mal früher mal hatten bei Mitsubishi. Mit Sicherheit hat sich da was abgeguckt bei uns, aber er ist es irgendwie von der Bauart her nicht identisch. So ist es, so sieht er aus. Ja, wunderbar. Dann Thomas Reiter, ich bedanke mich nochmal vielmals. Wenn ihr Lust habt, fahrt am besten mal Probe. Öffnungszeiten bei euch, wie sind die? Öffnungszeiten sind vom Verkauf von 9 bis um 18 Uhr. Aber für Probefahrten am besten Termin jeweils in den Betrieben, wo man fahren will, abstimmen, damit das Fahrzeug auch da ist. Da stehen die Verkäufer auch dementsprechend zur Verfügung. Das ist kein Thema. Ja, es spielt doch keine Rolle, ob hier jetzt in der Kurt-Schumacher-Straße oder in Redingen-Siersburg, oder? Das ist egal. In Redingen-Siersburg an der Windmühle 7, wie gesagt, da kann man genauso das Fahrzeug fahren wie hier in Saarbrücken. Wir haben an beiden Standorten die Fahrzeuge zugelassen. Die stehen da zur Probefahrt zur Verfügung. Kein Problem. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.